Als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, war ich auch total begeistert. Ein Auto, das es nur einmal gibt auf der Welt. Ja, genau. Das ist ja eine einmalige Angelegenheit. Wenn man die Arbeitszeit sieht, kann man schon ermessen, was das Besonderes ist, dieses Auto. Und da sagst du, ja, das ist ja noch viel schöner wie das Originalauto früher. So was Einmaliges, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Das ist also, im Prinzip ist es ein Kunstwerk. Wir haben hier heute einen One-of-One Roadster von der Rallye-Legende Walter Röhrl geladen. Wer Walter noch nicht kennt, hier ein paar Ausschnitte. Der ist im Rallye-Sport, wie es damals noch richtig rot ging. War der für mich der größte überhaupt. Mein Name ist Luca Röhrle, ich bin Geschäftsführer der Röhrle Mobility GmbH. Wir beschäftigen uns täglich mit den seltensten Sportwagen, welche wir weltweit an- und verkaufen. Du fragst dich sicherlich, warum dieser Roadster so einzigartig ist. Walter Röhrl wird uns heute exklusiv über die Geschichte von dem Roadster erzählen. Auch die ganze Geschichte ist fast unglaublich. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn Walter wird am Ende noch enthüllen, wie die Geschichte von dem Fahrzeug weitergeht und wie vielleicht auch du Teil dieser Geschichte werden kannst. Hallo Walter, schön, dass du heute hier bist. Wir von der Röhrle Mobility GmbH möchten heute zusammen mit dir den ganz besonderen Roadster hinter uns vorstellen. Ich glaube, niemand könnte das besser präsentieren, das Fahrzeug, wie du. Ich sage nur so viel, es handelt sich um einen Roadster, für den du der Namensgeber warst. Und ich verrate jetzt auch noch gar nicht so viel über das Fahrzeug und möchte gerne dir mal das Wort überlassen. Und vielleicht kannst du mal was über den Ursprung von dem Roadster uns erzählen. Ja, da geht es wirklich um ein ganz besonderes Fahrzeug. Auch die ganze Geschichte ist fast unglaublich. Es hat ein österreichischer Flugingenieur, der also mit Flugzeugen zu tun gehabt hat sich eingebildet, dass er also etwas ganz Besonderes macht. Ein 356er Roadster, der, ich glaube, der stärkste hat vielleicht mal 90 PS gehabt, wollte er unbedingt einen Turbomotor einbauen. Okay. Und hat also da in Australien begonnen, das Auto kräftig zu bauen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Die Karosserie wurde mit einer Bodengruppe von einem Turbo verbunden. Das muss natürlich länger gemacht werden, es muss breiter gemacht werden, es müssen Kotflügelverbreitungen. Aber wie gesagt, das war natürlich ein Lebenswerk und dann inzwischen kam er ins Alter, dass er in Pension kam. Dann hat er den ganzen Müll eingepackt in 2 Container, hat die von Australien nach Wien geschickt, weil er war ja Österreicher. Hat dann in Österreich also ein kleines altes Haus gekauft, ohne Garage. Also hat er gesagt, wie bringe jetzt ich da ein Dach über dieses Auto? Dann hat er die Hausmauer aufgebrochen, hat also die Karosserie da ins Wohnzimmer gestellt, hat wieder zugemauert und hat also da wieder eine Zeit lang rumgeschraubt an dem Auto, bis er dann eben leider Gottes verstorben ist. Okay. Und die Erben waren natürlich gesagt, was tun wir mit dem ganzen Klump jetzt? Wieder alles raus aus dem Haus, Container und schauen, dass wir das alles verkaufen können. Und so kam dann der Raphael Dietz ins Gespräch. Raphael hat also die 2 Container gekauft und hat sich dann auch in den letzten 10 Jahren, weil er natürlich nicht so genug Arbeit hatte, in seiner Freizeit noch mit diesem Projekt beschäftigt und hat also da halt in mühevoller Kleinarbeit an jeder freien Minute an einem Auto geschraubt, Okay. bis es dann eben fertig war. Ich habe natürlich die Story unheimlich gut empfunden. 356er mit richtig Power, das muss also das Richtige sein. Und als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, war ich auch total begeistert. Also das schaut ja sehr dynamisch aus. Wir haben aber dann gesagt, wir müssen noch mal langsam an die Sache rangehen, ob das auch fahrbar ist. Okay. Nicht, dass das gleich abhebt, wenn wir es erst mal gut ausgeben. Und so kam auch der Raphael auf die Idee, dass ich das erstmal mit dem Auto fahren soll und schauen, ob das Auto mir einen normalen Menschen in die Hand geben können. Ja. Okay. Und so ist das Projekt dann eben zu Ende gegangen und ich kann gleich voraussagen, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass es alles auf Anhieb so perfekt war. Okay, zum das vielleicht unsere Zuschauer noch erzählen, der Raphael, ist es ein Kumpel von dir oder wer ist es und wann war so der erste Zeitpunkt, als du dann in das Projekt eigentlich mit einbezogen wurdest? Warst du schon von Anfang an dabei oder wie kann ich mir das vorstellen? Das Auto war schon richtig
als das Räder stand und wie es gelaufen ist, bin ich zu dem Projekt erst dazugekommen. Raphael kannte ich von der Szene her eine Werkstatt, die sich nur mit luftgekühlten Porsches beschäftigt. Und ich habe natürlich große Vorliebe für alte Autos gehabt und so bin ich eben an Raphael gekommen und habe mir da verschiedene Autos aufbauen lassen und restaurieren lassen. Und da habe ich eben das mitbekommen, dass er nebenbei in seiner Freizeit an diesem Roadster arbeitet. Das war natürlich für mich gleich wieder was ganz Besonderes, ein Auto, das es nur einmal gibt auf der Welt. Ja, also, genau. das ist eine einmalige Angelegenheit. Und vor allem ein Auto, wo einfach Kraft da ist. Wenn du Gas gibst, geht was vorwärts. Wenn man schon mal die Rahmenbedingungen hört, wie eigentlich das Fahrzeug sein soll, das hört sich ja wahnsinnig an. Ja, der Grundmotor, die Idee war natürlich, dass man den Turbomotor vom ersten Porsche Turbo nimmt. Den 3 Liter dann? Den oder? 3 Liter mit 260 PS. Okay. So ist auch das erst zustande gekommen. Aber wie gesagt, das hat natürlich gar nicht lang gedauert, bis der Raphael auf die Idee kam, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was nachschieben, indem man einen anderen Turbolader einbaut. Und so haben wir letztendlich etwa 310 PS vermutlich. Okay, boah, brutal. Wie lange hat denn der Umbau dann im Gesamten gedauert? Also, ich denke mal, das war ja sicherlich eine große Raphael war das Herausforderung. sicherlich 10 Jahre und ich bin überzeugt, dass der in Australien auch schon 10 Jahre an dem Projekt gearbeitet hat. Also es ist also schon, wenn man die Arbeitszeit sieht, kann man schon ermessen, was das Besonderes ist, dieses Auto. Welchen Namen hat dann schlussendlich das Fahrzeug dann erhalten? Weil Wir sind auf die Idee dann gekommen, also der Raphael, wir nehmen den Röhrl Roadster. Okay. Das ist also, ein Roadster war es natürlich und es war so eine Vorstellung, wie ich mir ein Auto vorstelle, sagt, dann nehmen wir einen Röhrl Roadster. okay, ja, das hört sich ja ganz spannend an. Ich denke, das Auto ist den Namen auch würdig geworden. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Zuschauer lang genug vorgehalten. Ja. Sollen wir nicht denen mal den Roadster zeigen? Ich würde schon sagen, weil ich bin ja gespannt, ob die Zuschauer das genauso positiv sehen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich war begeistert, wie ich das Auto das erste Mal gesehen habe. Gesagt, boah, so muss ein Porsche ausschauen. Genau gleich ging es mir auch, als ich ihn zuerst mal gesehen habe. Aber komm, Gehen wir mal rüber. ja. Ja, Walter, wie wir hier schon sehen, wir haben ja, kann man fast nicht übersehen, einen Roadster. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man ein paar kleine Details wie vorne der Frontschutzstange oder... Ich ging vorne schon mit der Frontschürze, dann natürlich dann die dicken Backen von den Kotflügeln, das Design der Felge vom 911 schon, der typische 911. Der Innenraum ist absolut original. Das ist so, wie eben der Roadster war. Da ist nichts, das ist absolut original, aber alles andere ist natürlich alles neu gemacht worden. Die Karosserie wurde länger gemacht, die wurde breiter gemacht, damit sie auf die Bodengruppe passt. Also eine unfassbare Arbeit. Genau, man sieht es eigentlich ganz markant am Heck, wie breit es ist. Hat es auch, ich vermute mal, da ist ja ein 930 Turbomotor drin. Und eben auch die Spurbreite, dass man genug breite Reifen draufbringt, weil bei der Leistung ist vollkommen klar, nicht? Das wurde natürlich auch alles umgebaut, also das Fahrwerk ist auch praktisch vom Turbo, okay, dann die Bodengruppe und nur die Karosserie wurde halt angepasst und das ist natürlich eine Arbeit, stimmt ja nichts mehr. Wenn das Auto breiter ist, dann ob von den Türen, das muss ein anderes Design sein, dann ist das Auto hier zum Beispiel länger, beim normalen geht die Motorhaube hier schon an. Ja, also, genau. Das ist also unfassbar, dass das überhaupt möglich ist. Wenn man mal über andere Umbauten nachdenkt, da sieht man es immer sofort, dass es ein Umbau ist. Ich finde, bei dem Fahrzeug ist so im Detail gearbeitet worden. Ja, und dann weißt du oft, bei so Umbauten werden dann Kunststoffteile verwendet und solche Sachen. Nein, das ist alles richtig mit der Hand gedängeltes Blech und so. Das ist also, im Prinzip ist es ein Kunstwerk. Man könnte fast meinen, der wäre in Zuffenhausen so vom Berg gelaufen. Ja, wirklich toll. Und der Innenraum, die Instrumente ist genauso wie beim Originalauto. Natürlich hat man
ein Instrument mit der Temperatur, Öltemperatur, Benzinuhr, alles wunderbar gemacht. Dann Fünfganggetriebe gehört natürlich auch dazu, ist so selbstverständlich. Dann vernünftige Sitze. Also, aber wie gesagt, es war immer noch das große Fragezeichen, wie fährt das Auto, wenn man losfährt. Ne? Ja. Dementsprechend sind wir vorsichtig an die Sache herangegangen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin etwa 5000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Ich habe in dieser Zeit nicht einmal, dass das Auto mir hinten weggegangen wäre, dass ich die Lenkung aufmachen hätte müssen. Das war auf Anhieb also unheimlich toll. Ja. Da haben wir wirklich, also das war der 6 im Lotto, dass das so passt. Es sind Büsteindämpfer drinnen und ansonsten die Achsgeometrie ist vom 911er. Vom 930 Turbo dann komplett mit. Die Fuchsfelgen hat man ja da auch. Die Bremsanlage, die Federbeine, die Dämpfer, das ist alles gleich. Also, ist eigentlich unglaublich. Man nennt ja immer den 930 den Witwenmacher, weil er eben so unkontrollierbar ist. Deswegen dachte ihr wahrscheinlich auch am Anfang. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist nicht so. Genau. Das Besondere am Auto ist, du kannst fahren, einfach dahin cruisen wie mit einem Originalauto mit 80, 90 PS, solange der Motor nicht im Ladebereich ist, hat er auch nicht echt viel mehr Kraft. Da fährt es so ganz ruhig dahin und wenn du Gas gibst, hast du dann einen Leistungszuwachs so ab 3000, dass er richtig anschiebt, aber es ist mir nicht einmal passiert, dass das Auto jetzt so ausgebrochen wäre und dass die irgendwas besonders hässlich können müssen. Und wie gesagt, ich bin zwar in der Regel bin ich eben auch so schön langsam dahin gefahren, aber einmal war ganz lustig, habe ich einen mitgenommen, einen Freund von mir, und hinter mir ist so ein Motorradfahrer mit einem Rennanzug gewesen, da habe ich schon gemerkt, dass der jetzt wartet. Und da habe ich mal richtig durchsortiert und so lange Kurven mit 160, 170 und da war ich wirklich, also ich habe gesagt, das kann es gar nicht geben, dass wir auf Anhieb ein Auto hier fertig gebracht haben, das so perfekt fährt. Das bedeutet, ihr habt das im Vorhinein auch gar nicht jetzt groß abgestimmt? Nein, das wurde zusammengebaut und du bist die Komponenten eingebaut vom Turbo und dann bin ich losgefahren und deshalb auch vorne hat man ja gesehen, hat einen leichten Spoiler vorne dran, weil wir Angst hatten, wir hätten vielleicht zu viel Unterluft bei dem Startmotor, aber es war alles sofort auf Anhieb perfekt, Bremsabstimmung war perfekt, das hat alles wunderbar gepasst, die Lenkung gibt ein gutes Gefühl, also im Prinzip haben wir nichts mehr nachträglich irgendwie ändern müssen. Okay, Wahnsinn. Ja, das ist ja unglaublich, wenn man überlegt, wie oft ein modernes Fahrzeug getestet werden muss, bis es mal passt. Ja, aber wie gesagt, durch die Bodengruppe war die Grundabstimmung von dem 3 Liter Turbo war schon so perfekt, dass das also auf Anhieb funktioniert hat. Ja, Wahnsinn. Die Außenfarbe ist ja Schiefergrau. Ja, war eine Originalfarbe, hat es schon gegeben auch. Ja. Ne? Also es schaut sehr schön aus, muss ich aber dazu sagen, ist aber auch ganz schön empfindlich. Also muss also immer sehr sauber geputzt werden und also ist ist keine Metallicfarbe, darum ist es also muss man vorsichtig rangehen, nicht mit einem rauen Schwamm und mit nichts. Das ist also. Ja, und ich finde, mit der Farbe kommen auch die Proportionen von dem Fahrzeug sehr gut zur Geltung. Dann natürlich innen das typische Leder in Rot, so wie es bei Porsche auch war. Das passt, das ist nicht irgendwie laut, sondern das schaut richtig toll aus. Und das Armaturenbrett ist sowieso einfach, das ist das Hauptmerkmal eines Roadsters. Ne? Das ist einfach perfekt mit diesen 3 Uhren, wunderbar mit der Kuppel, wo die drinnen sind, dann teils Leder, teils lackiert. Finde es also, das passt alles. Also das ist wunderbar, muss ich sagen. Ja, das würde ich mir noch mal, schauen wir uns das im Detail an. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Heck, weil da haben wir natürlich auch was Besonderes. Auf unserem YouTube-Channel erwarten dich noch viele weitere Themen rund um das Thema Sportwagen. Also lass gerne ein Abo da. Das sieht ja wirklich beeindruckend aus. Und was natürlich sofort ins Auge sticht, sind zum einen die Plaketten hier drauf und wir haben den Schriftzug 3000 RR. Ja, das war natürlich eben, erstmal wollte man zeigen, dass es eben vom Hubraum ein Auto ist, das nicht 1600 Kubik hat, sondern 3000 Kubik RR für Röhrle Roadster.
Und als bisschen als Gag dazu sind die 4 Medaillen von meinen 4 Monte Carlo Siegen, Rallye Monte Carlo Siegen, Okay. hat der Raphael gesagt, die können da hinten drauf unbedingt. On the waterfront at Monte Carlo, a cold, damp day has dawned to greet the winner. Walter Rall has proved beyond any doubt that he's sitting firmly at the very top of his profession. War gar nicht so einfach, weil ich natürlich einer bin, der diese Sachen nicht richtig ernsthaft gesammelt hat. Ich habe die immer alle verschenkt. Ja. Aber der Raphael hat das dann fertiggebracht, dass wir wirklich die 4 original bekommen haben. Und die ziehen jetzt das Heck. Das ist also auch was Besonderes. Das Heck ist sowieso sehr imposant. Wie gesagt, da merkt man vor allem auch die Länge des Autos, Genau. dass er hier länger geworden ist. Weil man muss sich ja wundern, dass da überhaupt in der 6-Zylinder-Motor da reinpasst. Also es ist schon alles sind Tatsachen, die man nicht für möglich gehalten hat, dass man sowas machen kann. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist umso schöner. Ja, definitiv. Und es sind tatsächlich die originalen Siegerplaketten von den Rallye Monte Carlo. Von Monte Carlo. Okay. Nur wenn du ans Ja. Ziel kommst und ans Ziel erreichst, kriegst du überhaupt die Plakette. Okay. Ne? Das ist Ja. also auch die richtigen Jahre von den 4 Siegen. Also das ist schon etwas Besonderes und passt da ganz gut da drauf. Ja, genau. Ich würde jetzt gerade mal kurz hinten den Motordeckel aufmachen. Genau, ein bisschen. So, Ja, das ist natürlich schon ausgefüllt, ne? mit so einem 6-Zylinder-Motor und mit was da alles dazugehört. Also genau das. der Luftfilter natürlich speziell gemacht, damit der überhaupt da reinpasst. Ne? Also das sind alles Arbeiten, die eben drum letztendlich sind es 20 Jahre Arbeit. Ne? Ja, da sieht man eben, wie das hier steht. aufwendig das war, so einen riesen Motor Ja. in so eine kleine Karosserie zu bringen. Wir haben hier ja 356B Roadster als B-Roadster ist Basis. das Grundmodell, der Genau. hat damals, gab es einen 60 PS und dann gab es einen 75 PS und jetzt ist also die 4-fache Leistung. Aber auf der anderen Seite würde ich erwarten, dass der Motor sich mit diesem kleinen Auto nur spielen muss und der ewig hält. Was für ein Leergewicht hat denn das Fahrzeug? Weißt du das? Zwischen 1000 und 1100 Kilo. Ich Okay. kann es nicht aufs Kilo genau sagen, aber auch noch ein Bereich, wenn man heute sieht, dass jedes normale Auto, ein Golf, glaube ich, hat schon 1500 Kilo, ist das auch noch ein Leichtgewicht. Und das sind alles Merkmale, die natürlich auf der anderen Seite wieder ganz gut sind für die Umwelt. Je leichter Auto ist, so weniger Energie brauchst du, es zu bewegen. Verstehst du das? Und dann auch ein Auto, das 40 oder 50 Jahre alt ist, da kann man dann allmählich von Nachhaltigkeit sprechen. Genau, Das nicht, da brauchen wir nach nicht alle 10 Jahre 5 Jahre. wegwerfen. Genau. sondern Das ist also schon, und wenn wir vielleicht nochmal das Glück haben, dass unsere Politiker begreifen, dass synthetisches Kraftstoff der beste Möglichkeit wäre, für die Umwelt was zu tun, damit wir unsere alten Autos weiterfahren können und keine Abgase mehr in die Welt setzen, Definitiv. dann sind wir über das Gröbste hinweg. Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen, Walter. Wir hatten es vorher davon, original hat ja der 3-Liter-Motor 260 260 PS, aber durch einen anderen Lader, anderen Turbolader. einen Turbolader, haben wir hat die Leistung etwa 310 PS, zugleich den Vorteil, dass er sogar ein bisschen früher die Kraft gekommen ist. Okay. Das war natürlich 1976, als der 3-Liter Turbo kam, war ja diese Kenntnis über Turbo war noch da hat man nicht viel Erfahrung gehabt. Ne? Inzwischen hat man natürlich viel zugelernt und dementsprechend war das Ansprechverhalten von diesen Motoren natürlich schon etwas träge. Da hast du einmal Gas gegeben, dann hast du 21, 22 und dann kam erst die Leistung und das war natürlich das Gefährliche. Bei einer nassen Straße in der Kurve haben die Leute eingelenkt, haben Gas gegeben, kommt ja nichts und irgendwann kam dann der Hammer natürlich. Genau. Ne? Aber das hat man durch den Lader auch sogar noch verbessern können, dass die Leistung schon ein bisschen früher einsetzt. Okay, und es war ja eigentlich so beim 3-Liter, der hatte ja eigentlich das 4-Gang-Getriebe. Hier haben wir jetzt ja ein 5-Gang-Getriebe. Beim 4-Gang-Getriebe hat man ja immer gesagt, das Drehzahlband ist ein bisschen schwierig zum Fahren. Da warst du immer in einem Gang, der nicht gepasst Genau, hat. Die Seite war zu kurz, der dritte war zu lang. Und das ist natürlich jetzt mit dem 5-Gang natürlich viel besser, weil die Spreizung, also der Unterschied, den du schaltest, ist viel geringer. Also du hast hier immer den richtigen Gang. Okay, und ist es dann vom 3-2-Liter-Getriebe, 915 G50-Getriebe? Ja, das ist natürlich aus der Zeit, war das 15 und jetzt haben wir ein 15er Getriebe, okay. das es gegeben hat. Und das geht picobello zum Schalten, also
ist so, für mich sogar schöner wie das Viergang mit den dünnen Schalthebeln. Das war immer so ein bisschen, das Auto ist richtig, da muss man immer richtig fühlen. Passt. Ja, das passt also wunderbar. Ja, super. Die Bremsanlage ist perfekt. Also die spielt sich natürlich auch mit dem Auto vom Gewicht her. Und ja, ich muss sagen, ich habe keinen Grund, wo ich wüsste, es ist irgendwie ein Nachteil oder was, dass ein Roadster natürlich ein bisschen mehr zieht, wie in einem anderen Cabriolet, wo du eine Seitenscheibe hast. Das ist natürlich einfach klar, du hast keinen Windschatten noch nicht, das würde also ein Auto auch verunstalten, das gehört da nicht dazu. Genau, das gehört nicht dazu, das muss man sich offen eine sein. Jacke anziehen und eine Zipfelmütze, dann geht's ab die Post. Genau. So, können wir mal noch reingehen, hocken uns mal vorne rein, Ja, dann schauen wir uns mal noch zusammen das Interieur an. Wenn du dir das Armaturenbrett anschaust, wenn du heute in ein modernes Auto steigst, wo alles so überladen ist, du nur abgelenkt wirst, das ist ja schlicht einfach und hat was du brauchst im Blickpunkt. Genau. So muss das einfach sein, nicht diese ganzen Spielereien, die dich nur ablenken vom Autofahren. Hier habe ich mein Drehzahlmesser, ich sehe alles auf einen Blick, brauche nicht rumlangen. Da einen Knopf, alles passt. Mehr brauchen wir noch nicht, wenn Mehr brauchst du nicht. wenn man Spaß haben will. Und alles Ja. andere ist nur Firlefanz, der dich beim Autofahren nur ablenkt. Was unsere Community, wir haben mal ein Video von dem Fahrzeug gepostet und viele haben sich gewundert, beim 356 ist ja normalerweise der Schlüssel immer auf der linken Seite vom Jawohl. Lenkrad und bei dem haben wir ihn jetzt auf der rechten Seite. Ja, Woher das kommt denn das? Bei den ersten Autos, der Speedster und der Roadster, war immer auf der rechten Seite. Ja. Es gibt ja 1000 Stories, warum beim Porsche der Zündschlüssel links ist. Also die beste finde ich, wenn er links ist, dann braucht man weniger lange Kabel zum Anlasser und man hat jedes Gramm am Auto gespart. Warum das beim ersten früher noch hier war, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber wie gesagt, das ist ein typisches Merkmal von einem frühen Speedster oder im Roadster, dass der Schlüssel mal rechts ist. Okay, hier haben wir ja auch noch schön deine Unterschrift drauf, dass Jawohl. wir eben nochmal das Röhrl raus unterstrichen haben. Ja. Zu den Armaturen noch ganz kurz, die sind ja wirklich auch besonders. Das sind ja Das ist meines also vom Wissens- Design her ist es zwar wie beim alten, sind aber neu gemacht. Also siehst du, der Okay. Tacho geht bis 300. Ja. Der links haben wir ein Kombi-Instrument, das finde ich unheimlich toll. Genau, das sieht man wir eben haben alles auf Öldruck, einmal. Ölmenge, Öltemperatur und Benzinuhr in einem und das ist alles kompakt. Also einfach toll. Bevor ich da 10 verschiedene Instrumente habe, muss ich mir erst schauen, habe ich hier alles mit den Augen drehen, alles unter Kontrolle. Ja. Passt alles, die Größe vom Lenkrad passt ganz gut. Selbst ich mit meiner Größe kann an und für sich gut sitzen, was auch ganz wichtig ist, was bei modernen Autos geht. Wenn ich bremse, kann ich zugleich Zwischengas geben beim Zurückschalten. Das sind so Dinge, die für mich unheimlich wichtig sind, damit ich mich wirklich wohlfühle im Auto. Haben wir hier alles vorhanden. Schalthebel schön, kompakt, exakt zum Schalten. Also das sind alles Dinge, du fühlst dich auf Anhieb wohl. Ja, und wirklich auch alles von der Optik her stimmig gemacht. Ja, das rote Armaturen sind Leder super. und das lackierte Armaturenbrett, das Genau. finde ich auch ganz was Besonderes. Heute ist das irgendwie, ist das ein Plastikding, wo da vorne drinnen steckt und hier ist es richtig. Da hat man noch Qualität. Ja, ja. Und beim Lenkrad haben wir ja ein 356 Lenkrad. Innen der Kranz, Der außen Kranz, ist okay. von meinem 11, aber innen 356 ist von der Größe her nicht zu groß, nicht zu klein, passt ganz gut. Hupenring haben wir in der Mitte und so mehr braucht man nicht. Hier ist der Blinkerhebel und Ja. alles andere ist Perfekt. Kikolos, was sonst alles im modernen Auto haben. Ne? Walter, kannst du uns noch mal erzählen, was waren so deine Emotionen, als du das Auto das erste Mal alleine gefahren bist? Ja, ich bin natürlich vorsichtig an die Sache herangegangen, bin losgefahren. Okay, du sitzt im Auto, dass das jetzt einmal ein bisschen größer ist, das merkst du gar nicht, wenn du fährst. Das ist selbstverständlich. Du fährst dahin, hast nur 2 mm Gas, sagst du, ja, das fährt ganz normal wie ein 356er. Und dann gibst du mal vorsichtig Gas und dann kommst du so auf 3,2 und dann plötzlich kommt da die unsichtbare Hand, die von hinten anschiebt und es geht vorwärts.
Und dann sagst du, ja, das ist ja noch viel schöner wie das Originalauto früher, wo du keine Leistung nicht da war. Ich habe das gleiche Gefühl, wenn ich fahre, von der Lenkung her, wie ich sitze, aber ich habe noch richtig Power, damit es vorwärts geht, wenn ich will. Ich war auf Anhieb von dem Auto natürlich total begeistert, muss ich sagen. Ich sage mal, wenn man allein schon die Eckdaten hört, dann muss es ja brachial sein. Und dementsprechend ist es auch natürlich, so fällt das Auto auch im Prinzip auf. Wenn ich wo erschienen bin, sind natürlich alle sofort um das Auto rumgestanden und dann natürlich sofort, das hörst du am Ton, dass das ein Sechszylinder ist. Das Erste, was du fragst, war, können Sie mal den Motordeckel aufmachen? Weil jeder wollte es natürlich sehen und hat das nicht für Möglichkeiten. Boah, das glaubt man ja gar nicht. Ja. Tatsächlich ein Sechszylinder-Turbo da drinnen. Ne? Wahnsinnig. Wie hast du denn das Fahrzeug jetzt genutzt? Hast du das privat genutzt? Warst du an Ausfahrten teilgenommen? Ausfahrten, ich habe zum Beispiel mal eine Ausfahrt, da kamen 5 Österreicher mit 356er, die habe ich an der Grenze von Bayern zu Österreich abgeholt. Wir sind dann über Landstraßen nach Hause gefahren, wo ich wohne, haben dann meine Garage anschauen dürfen und die waren natürlich auch begeistert. Wenn die hinten nachgefahren sind, haben gesagt, du müsstest das Auto mal von hinten sehen, wie das ausschaut. Ja. Dieser breite Hintern und so. Also die waren alle hellauf begeistert. Gell. Das war, und so, für sowas habe ich es einfach verwendet. Mit meiner Frau mal beim schönen Wetter am Sonntag so eine kleine Bayerwald-Rundfahrt gemacht. Ja. Und das ist einfach das Schöne, du fährst vollkommen relaxed dahin, ganz schön. Und wenn es irgendwann einmal doch ist, dass du mal irgendwann überholen musst, dann macht es abgehakt. Und es ist also einfach, in jeder Beziehung macht es Spaß. Zum langsam fahren oder auch ein bisschen zügiger fahren, Auto kann alles. Okay, ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich kann mir selber vorstellen, wie emotional das dann ist, wenn man da durch den bayerischen Wald an einem Sonntag mit der Frau fährt. Bei schönem Wetter, jetzt ist natürlich ein Traum. Was Schöneres gibt es vermutlich kaum. Ja. Jetzt wäre es vielleicht noch für unsere Zuschauer interessant, mal den Motor kurz starten, weil der Klang von dem Fahrrad ist ja wirklich auch einzigartig. Das habe ich noch nie so gehört. Spätestens beim Motorstarten, also wenn das Auto irgendwo steht, hat es schon eine gewisse Faszination, aber spätestens, wenn du startest, stehen sie alle mit offenem Mund da. Ne? Weil einfach du hörst diesen typischen Turbo-Sechszylinder-Sound, wo das Auto hat. Wir schauen einmal, ich hoffe, ihr habt die Batterie angeschlossen. Haben wir angeschlossen. Springt sofort an. Läuft sofort und ist ein ganz anderer Ton wie der Vierzylinder. Und auch Wahnsinn, wie ruhig der läuft. Wie weich. Ne? Ja. Ist auch vertrauenserweckend, dieser Sound, der weiß, das ist einfach, das ist eine Spielerei für den Motor. Ne? Was für einen Auspuff habt ihr bei dem Fahrzeug gebaut? Ja, das war auch nicht so einfach. Du musst mal neben den Sechszylinder auch den Auspuff noch unterbringen. Ja. Ne? Da hat der Raphael auch lange rumgetüftelt. Wir wollten ja kein Auto haben, das auffällt, das eine riesen Gaudi macht, sondern das sollte ein seriöser, sonorer Ton sein. Ja. Und das, glaube ich, haben wir wirklich gut hingebracht. Also definitiv wahnsinniger Sound. Wahnsinn. Also wie das Auto läuft, da hast du sofort Vertrauen zu dem Mann. Ja. Das ist und es fühlt sich auch wirklich so an, als wäre das Auto nie anders gewesen. Ja, das stimmt so. Ne? Das ist richtig. Ja. Also ich kann nur sagen, also beneide denjenigen, der irgendwann einmal das Auto besitzen wird. Ja. Danke, Walter. Alles klar. Dann gehen wir noch mal kurz raus. Ja, Walter, du hast ja eine lange Historie mit Porsche, warst unter anderem auch in der Entwicklung vom Carrera GT beteiligt. Wie würdest du denn den Royal Roadster einordnen? Oder gibt es irgendwas Vergleichbares vom Fahren her? Nein, das gibt es sicherlich nicht. Das Auto ist sowas Einmaliges. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Selbst die Motorleistung ist natürlich wie bei einem Turbo. Ja. Aber ich glaube, das Besondere ist, es gibt viele Autos, aber es gibt halt jetzt nur ein solches Auto. Ja. Also für jemand, der sagt, ich möchte was Besonderes haben, möchte aber trotzdem, dass die Alltagstauglichkeit nicht eingeschränkt ist. Die Serie ist ja wieder tausendfach verbaut. Ja. Und das ist das Schöne. Du hast einen absoluten irgendeinen Prototyp, den es nur einmal gibt, aber mit einer Technik, die
0815 ist, die also alltagstauglich ist. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Auto. Ja, einmalig, definitiv. aber trotzdem nicht kompliziert und einfach nur Spaß zum Fahren. Ja, super. Danke, Walter. Hast du abschließend noch für unsere Zuschauer wo du über den Rollroaster noch sagen kannst? Ja, im Prinzip muss ich sagen, die Zuschauer müssen schon Glück haben, dass sie das Auto irgendwann einmal in ihrem Leben sehen, weil es gibt nur einmal. Also da muss genau zufällig am richtigen Ort sein, damit du mal den Genuss siehst, wenn das Auto auf der Straße ist. Genau, da könnt ihr vielleicht mal bei uns vorbeischauen. Bei uns steht er momentan. Ja. Walter, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Eindrücke. Ist wirklich faszinierend gewesen. Ja. Die Entstehung von dem Fahrzeug, auch die Technik, und man merkt halt einfach, dass da mit sehr viel Hingabe und Detail und auch qualitativ unglaublich das Fahrzeug. Darum wünsche ich euch, dass ihr den richtigen Käufer findet, der das auch wirklich verdient, dass er das Auto bekommt. Da bin ich überzeugt, dass wir einen würdigen Nachbesitzer für den Rollroaster finden. Danke, Walter. Alles Gute. Ja, wir sind jetzt wieder zurück mit dem Rollroaster bei uns im Autohaus. Falls ihr weitere Videos über den Rollroaster sehen möchtet, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und was uns jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, was haltet ihr vom Rollroaster? Gefällt euch das Fahrzeug? Hättet ihr was anderes gemacht? Findet ihr einfach nur genial? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es uns in die Kommentare und bis zum nächsten Video.